Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und einem weiteren Halloween-Event, was wir euch vorstellen möchten, was wir bisher noch nie besucht haben und das erste Mal hier sind. Und wir sind im Allgäu Skyline Park und ich stehe vor dem Allgäu-Flieger. Das ist erstmal für uns heute der zentrale Punkt, von dem wir starten. Es gibt hier 6 Mazes und eine Scare Zone. Wir nehmen euch komplett mit, zeigen euch alles, erklären euch alles. Und der Allgäu Skyline Flieger ist quasi hier das der Centerpiece und links und rechts davon gibt es 2 neue Mazes, beziehungsweise eine ganz neue Maze, Indoor Mazes. Und wir fangen wahrscheinlich jetzt einfach mal an mit Schacht 17, würde ich sagen. Und ja, das Ruhrgebiet hält Einzug im Allgäu. Und ja, wir fahren jetzt unter Tage und gucken uns Schacht 17 an und nehmen euch kurz mit und zeigen euch, was da drin los ist. Kommt's mit! Dann machen wir das. Folgt mir doch! Ich würde da lang gehen. Für euch geht's da lang! Sag ich ja. Also passt gut auf da unten! Aber ihr dürft jetzt rein! Also auf mit euch! Und da wo kein Schnee ist, kann gelaufen werden! Komm Püppchen, noch ein bisschen schneller, oder? Also! Meine Lieben! Kommt zurück! Nur nicht so hoch! Kein Betrieb mehr, denn da unten in Schacht 17, da hat sich was abgespielt und man schickt euch Pfeifen, um zu gucken, was da los war, da geht die Lache. Reise los, ich sag nur, Glück auf, ihr könnt's gebrauchen. Also! Euch geht's 1180 Meter in die Tiefe. Ich wünsche euch viel Spaß, so haben die beiden Frauen hier. Da unten sind Männer, die haben noch lange keine Frau mehr gesehen. Aber ich wünsche euch viel Spaß da unten. Leute, das war der kleine Einblick in Schacht 17. Echt lange Maze, richtig witzig, richtig coole Effekte, richtig aufwendige Effekte. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es gibt Elemente, die kennt man, die hat man schon oft erlebt, aber hier mit weltweit am besten umgesetzt. Und auch ganz viele andere Elemente und Dinge, die man gar nicht erwarten würde, die ziemlich überraschend sind. Und ich sag mal, es sind vielleicht so ein bisschen so 2 kleine Fahrattraktionen mit in dieser Maze, die schon Schreckmomente hat, aber nicht so brutal gruselig ist. Aber ihr fahrt unter Tage und dann gibt es viele verschiedene Szenen und Räume. Man ist schon gut lange unterwegs. Und wir hatten auch in unserer Gruppe auf jeden Fall ein paar Schreie dabei. Sehr stark, sehr immersiv und krass gestaltet und thematisiert, meiner Meinung nach. Und man kommt auch nicht ganz trocken raus und es gibt wirklich viele Überraschungen und Effekte und Elemente, die man nicht kommen sieht und die dadurch auch nochmal richtig gutes Scares sind. Stark, wirklich sehr, sehr stark. Wir gehen jetzt zum Bloody Tower Hotel. Das ist die nächste Indoor Maze, die wir hier machen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir da durchlaufen. Im Bloody Tower Hotel, dem wohl exklusivsten Grand Hotel hier am Platz. Also gut, wer von euch ist also der oder die mutigste? Niemand? Gut, dann suche ich mir jemanden aus. Eure gemeinsame Reise durch dieses Haus startet mit dir. Bitte folge mir.
Wasserleitung, versteht ihr? Da waren es nur noch 2. So beehrt uns doch wieder in unserem schönen Hotel, wenn ihr wieder da seid. Nur nicht so schüchtern. Mir fehlt noch ein zweites Bein! Rieche ich hier Gammelfleisch? Leute, jetzt waren wir im Bloody Tower Hotel. Ihr habt es gerade gesehen. Krass, einfach krass, super enge Räume, close, die Scares an einem direkt dran, auch wieder coole Effekte, Begrüßung ist cool, Story ist cool, Überraschungen krasse dabei und auch wieder ganz viele Sachen, die man so noch nie gesehen hat oder auch nicht so eng und die krass überraschend passieren, also schon verrückte Scares dabei und super krass auch wieder die Gestaltung, also ob es jetzt das Schacht 17 ist oder das Bloody Tower Hotel, super immersiv und hochwertig gestaltet, thematisiert. Und natürlich, wie sich das gehört für ein immersives Erlebnis, wird natürlich auch mit Gerüchen gearbeitet, mit verschiedenen Soundeffekten, Musik, Nebel, Licht und einfach die ganze Stimmung ist super geil. Und ja, wir haben es eben schon mal, haben wir beide uns so einen Testlauf angeguckt. Der Cord, der hier die kreative Leitung im Park hat uns das ein bisschen gezeigt und erklärt. Und es war jetzt das Ganze nochmal zu erleben richtig cool und hat richtig Bock gemacht. Müsst ihr auf jeden Fall auch mitnehmen. Wir sind weiter unterwegs. Es ist inzwischen dunkel geworden und ich sitze hier vor einer Maze, die gibt es ab heute noch nicht, die gibt es ab morgen. Also wenn ihr das Video seht, gibt es sie auf jeden Fall schon. Und zwar ein Kindermaze. Wir sind da heute Mittag auch schon mal durchgelaufen und das ist echt süß. Keine Live-Erschrecker drin, nicht gruselig, nicht schlimm. Also klar, vielleicht ein bisschen spooky, aber genau das Richtige für die Kiddies. Aber wir gehen noch ein Stück weiter, denn natürlich hat auch der Skyline Park ein Waldmaze. Mystic Horror Maze, das ist das Waldmaze, da gehen wir jetzt hin. Jetzt ist das Licht angegangen. Mir ist ein Licht aufgegangen. Heidewitzka. Hast du schon gesehen? Ich habe eine Freundin, oder? Was? Habe ich eine Freundin? Ist Du hast 2 Freunde. Ach, 2. Oh, 2. Okay. Also, es ist dunkel und ich komme gerade aus dem dunklen Wald und wir haben es geschafft. Ja, klassisches Waldmaze. Passiert gar nicht so viel, aber das, was passiert, ist, glaube ich, für viele schon schlimm genug. Ne? Darfst du nicht vergessen, da gibt es dann jetzt normale Menschen, die nicht geisteskrank sind wie wir, alleine im Dunkeln oder in der Gruppe im Dunkeln durch den Wald nachts zu laufen. Und hier und da kommt was raus. Coole Effekte, nicht nur Live-Erschrecker, sondern auch Sachen, die ausgelöst werden und passieren. Ziemlich süß eigentlich. Und
und eine coole Waldmaze, die finde ich auch zu einem Halloween-Event dazugehört und auch hier dann schon ein bisschen familientauglicher ist und man das vielleicht erstmal ausprobieren kann, wenn man sich nicht sicher ist, ob man sich in die anderen traut, weil die beiden Indoor-Maces, die sind schon ordentlich. Gibt natürlich auch Altersempfehlungen und vielleicht auch da erklärt, es gibt ein Abendticket für den Park, wo ihr Sachen fahren könnt. Da ist dann alles mit drin, auch die Maces. Wenn ihr das normale Tagesticket habt und normaler Tagesgast seid oder Saisonpassinhaber, gibt es dann ein Ticket extra für die Maces. Dann sind aber alle Maces mit drin und dann bekommt ihr so ein rotes Armbändchen und könnt die ganzen Häuser, Maces, Labyrinthe damit besuchen. Oh, hallo, geht's hier zum Abonnieren-Button bei Ride Review? Ich komme gerade aus dem Maze-Labyrinth. Das ist nämlich noch eine Maze, die man hier machen kann, aber das mit Live-Erschreckern. Ah, da ist er. Abonnieren. Vielen Dank, liken, teilen. Ich gehe mal weiter die Rätsel hier drin lösen und die Erschrecker jagen. Shadow Camp ist eine Maze, die ist sehr besonders. Leider wird die heute nicht bespielt. Wir konnten uns das aber eben schon einmal anschauen und sind durchgelaufen. Und auch da ein bisschen Musik und Effekte waren eingeschaltet. Echt cooles Maze. Und ja, Lost Place, Campingplatz aus den 70er Jahren. Aber das große Besondere dabei ist, die Sky-Fans bespielen die Maze. Und die Maze jetzt seit 4 Jahren. Die Sky-Fans selber machen aber schon seit 10 Jahren Halloween hier im Skyline Park und haben auch eine kleine Alternative für Freitage. Wir sind nämlich heute an einem Freitag hier und hier, wo das Feuer gerade rauskommt, haben wir nämlich ein weiteres Horror-Maze und zwar das Forbidden Wild Camping. Wild Camping Forbidden. Es hätte so einfach sein können. Eine etwas, ja, von der Fläche kleinere Maze, aber trotzdem mit einem langen Durchlauf und auch jetzt nicht krass groß durchthematisiert. Jetzt kommen 2 Golfkarts gleichzeitig. Das ist auch gut. Im George Foreman Grill ist der Onkel Bro eingeklemmt. Sehr coole Schreckmomente. Mich haben sie auch da drin gekriegt und Sky-Fans, checkt das auf jeden Fall mal aus. Richtig cool, was sie hier machen und hier selber die Mazes selbst bauen, selber bespielen. Und das ist der Grund, warum die große Maze nicht freitags bespielt wird. Die haben das letztes Jahr schon mal ausprobiert, brauchen aber, ich glaube, das sind 17 Leute, die da reinpacken. Und das sind alles Leute, die haben richtige Jobs und müssten dann dafür hier hinkommen und das hat nicht so gut funktioniert, aber mit ein bisschen weniger Manpower kann man, also Man- und Woman-Power, kann man diese Maze hier bespielen und ansonsten ist dann Samstag, Sonntags sind dann beide mit inbegriffen. Also habt ihr schon mitgekriegt, es gibt 6 Horror-Mazes und ein Kinder-Maze hier im Skyline Park beim Halloween-Event. Jo, die hat mich. Ich steck fest. Hier falsch. Wir stecken fest. Hier ist zu. Wo ist sie? Sie macht auf. Also ich mach's auf.
War eine Zentimeterfrage. Jetzt stehen wir wieder vorm Eingang vom Allgäu Skyline Park. Ihr könnt natürlich auch im Dunkeln die ganzen Fahrgeschäfte machen und anderen Attraktionen hier erleben. Nicht alles hat auf. Viele kleinere Rides, vor allem für kleinere Gäste, machen früher zu. Lohnt sich logischerweise auch nicht. Wenn es dunkel wird und gruseliger wird, dann steckt man die Kleinen nicht mehr in die kleinen Karussells und kleinen Achterbahnen. Aber die großen Rides bleiben weiter geöffnet und ihr habt die Möglichkeit, Achterbahn im Dunkeln zu fahren. Auch das ist eine Besonderheit und die Möglichkeit gibt es dann jetzt hier beim Halloween-Event vom Allgäu Skyline Park. Sehr verrücktes Event. Erstmal, der Park ist super weitläufig und groß und es gibt auch kein Street Entertainment und keine Scare Zones, was aber auch bewusst so gemacht wird, damit ihr mit eurer Familie von A nach B kommt, den Park normal besuchen könnt und dann einfach ganz normal durch den Park laufen könnt und das auch im Dunkeln leben könnt und wenn jemand dabei ist, der dann mal Mazes machen möchte, begleitet werden kann. Aber trotzdem bleiben so die Straßen monsterfrei. Verstehe ich, macht auch Sinn und würde auch, glaube ich, echt eskalieren. Das ist halt super weitläufig. Nichtsdestotrotz gibt es überall Dekorationen, ein bisschen überdekoriert und nur Kürbisse und Skelette überall hinschmeißen und Spinnweben drum wickeln, machen für mich jetzt natürlich noch kein Halloween-Event aus meiner Sicht. Aber es gibt auch eine Mapping-Show auf dem Wasservorhang. Alles hier ist illuminiert, der ganze Park ist beleuchtet. Das ist auch sehr schön. Und wir wurden maximal überrascht, vor allem von den beiden Hauptmaces oder die beiden neuen Maces, die Indoor-Maces. Die sind so unfassbar gut geworden. Liebevoll gestaltet, detailreich gestaltet und wirklich immersiv und wertig gebaut und sehr gut bespielt mit geilen, wirklich außergewöhnlichen Effekten. Da hat auf jeden Fall jemand richtig Gas gegeben. Waldmaze ist eine Waldmaze, ist grundsätzlich nicht mein Favorite, aber ist hier auch cool und man muss schon ein bisschen besser zu Fuß sein, um die zu machen. Das solltet ihr vorher wissen. Die Maze, die nicht bespielt war, die wir gesehen haben, von den Sky-Fans, richtig stark, was wir gesehen haben. Und auch das andere, wo wir jetzt durchgelaufen sind, obwohl es nur so ein kleiner Campingplatz ist, wo wild gecampt wird vor dem Lost Place Campingplatz quasi. Die matchen ja auch noch miteinander, die Maces. Und auch da sieht man einfach, Passion, Herzblut und da ist eine Truppe von Fans, die im Park quasi eine Spielwiese bekommen haben und hier Halloween überhaupt erst so richtig hingebracht haben vor 10 Jahren. Und das sieht man einfach. Man sieht einfach die Passion und das Herzblut, was da drin steckt und Leute, die richtig Bock haben, was zu machen. Und das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das sind so die ersten Eindrücke, die ich euch mitgeben kann. Immer schwierig, weil wir haben jetzt gerade alles erlebt, das ist alles auf uns eingeprasselt. Wir werden uns jetzt natürlich noch zusammensetzen, das ganze Revue passieren lassen. Was ihr davon haltet, könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben und dann können wir da nochmal darüber diskutieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr schon wieder hier auf dem Right Room YouTube-Kanal zu einem neuen Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.